So, okay. Grüß dich, junger Mann. Ja, moin. Alles klar. Jetzt guck. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir den Tausender endlich geknackt. Richtig Jawohl. geil. Richtig, richtig geil. Vielen Dank, Community. Vielen Dank. Richtig Ja, cool. vielen Dank. 1000 haben wir voll. Aktuell sind wir sogar noch höher, 1200. Ja. Und für das, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt und immer bei uns seid, haben wir euch natürlich auch was zu geben. Deswegen machen wir hier auch den Tausender, der Jan und ich. Und da sitzen wir jetzt aber schon ewig lange dran. Also wir sind schon ganz, ganz lange dran gesessen, um euch den Tausender vorzubereiten zu können. Willst du anfangen, Jan? Dann oder soll Ja, ich dann fangen anfangen, wir an. wie du willst? Dann starten wir. Wir haben uns Folgendes überlegt. Unser Tausender-Special wird ein bisschen anders. Wir haben uns überlegt für euch, wir machen einen Shop auf. Da bieten wir euch Modifikationsteile an, ein paar Tuning-Teile für eure Armbrüste. Ganz allgemein gehalten, Stinger, Revo, allgemein jede Armbrust eigentlich, alles was eine Picatinny hat. Dafür haben wir Sachen. Und wir haben da ein bisschen was vorbereitet für euch. Starten wir mit den universellen Halterungen. Ja? Die kennt ihr wahrscheinlich eh schon alle. Das sind einfach Halterungen für Lampe, Laser, je nachdem wo ihr herkommt. Da müsst ihr natürlich auf eure gesetzlichen Gegebenheiten achten. Je nachdem aus welchem Land ihr kommt, was legal ist, was nicht legal ist. Lampe, Laser, Containerhalter. Die bieten wir auch mit Containern an. Zu den Containern kommen wir nachher. Du hast, glaube ich, auch noch welche. Die haben wir in verschiedenen Ausführungen. Also wir haben wirklich doppelte. Wir haben auch einzelne Lampen, Laser und Containerhalter, die ihr einfach an die Picatinny montieren könnt. In verschiedenen Farben. Zu unserem Farbkonvolut kommen wir später dann auch noch ganz genau. Darfst du gerne auch noch zeigen, was du da hast? Ja genau, also was ich noch dazu sagen möchte zu den, alles was rund ist, was Lampe, Laser, Würstchen oder Stöckchen oder was man auch reinklemmen kann, oder wie gesagt der Container, wo wir nachher noch dazu kommen, haben wir zwei Ausführungen an Größen. Und zwar haben wir einmal 25 mm Durchmesser und einmal 19 mm Durchmesser. So, beim 25 mm Durchmesser haben wir uns gedacht, wir machen Reduzierstückchen rein. Sprich, wir haben zwei verschiedene Reduzierstückchen, wo das Ganze als Zwischenmaße reduziert, sage ich mal, wenn man was zwischendrin hat. Also passt alles zwischen 19 und 25 mm. Genau. Dann haben wir hier die einzelne, wo Jan gezeigt hat schon, die einzelnen Teile. Die einzelnen Heilandsack, die Halter. genau, die einzelnen Halter, genau. Ja, ich würde sagen, dann, wenn wir gerade bei den runden Halter sind, dann kommen wir eigentlich zu dem Container, würde ich jetzt sagen. Ja, alles klar. Hier sind die Container. Wir haben also einmal einen Container für Wachscontainer, wo man auch in die Halterung reinmachen kann. Einmal Wachscontainer, die haben wir aber so lang gemacht. Also die Container haben wir auch zusammen gemacht mit Aue Target. Die haben wir so lang gemacht, dass man auch Sehnen reinmachen kann. Dann haben wir noch einen mit einer schönen langen Picatinny und natürlich ist da auch ein Deckel dabei, dass man das Ganze auch schön verschließen kann. Wir haben unten ein schönes Loch drin, falls Wasser reingeht, dass das auch raus kann. Das kann ich euch mal hier vorführen. Ich habe hier jetzt so ein, warte, ich nehme einen anderen. Hier. Ich nehme hier den Universalhalter, kann den hier reinmachen, habe hier die Picatinny und kann den auch komplett drehen, wie ich Bock habe. Ja, da kann ich da auch noch was befestigen. Genau. Das war so jetzt, sage ich mal,
vom Allgemeinen, was ihr kennt noch von uns, ist die DFP. Die DFP für die AR6 kennt ihr, glaube ich, vom letzten Video noch. Die haben wir auch, wie gesagt, in den in sechs Farben war es oder 5. Die haben wir, 5 Farben, 6 Farben, ja. ja, fünf oder 6 Farben sind. Natürlich sind unsere 2 Sights dabei natürlich und die Trigger, die möchte ich euch ganz kurz zeigen, welche Ausführungen wir dort haben dann. Manche kennen es noch nicht, die wo neu hier auf dem Kanal sind, kennen es jetzt noch nicht. Also wenn man sieht, man hat hier diese Ausführung, man hat diese Ausführung, ich hoffe man erkennt es, wenn nicht, dann könnt ihr ja jetzt im besten Tuning-Shop Deutschlands könnt ihr ja jetzt reingucken und dann seht ihr ja die verschiedenen Ausführungen. Deswegen wollen wir nicht alles so detailliert zeigen. Guckt gerne dann in den Shop rein. Also definitiv. Zu DFP noch mal ganz kurz. Wir haben zusammen mit Steambow da gearbeitet und ab 18. April wird Steambow die DFP in den Shop reinkriegen bzw. veröffentlichen und wir natürlich auch. Und da sind wir auf jeden Fall auch gespannt drauf. Also ab 18. ist die DFP auch bei Steambow verfügbar. Abgeändert, Genau, ja. abgegradet und so haben wir sie dann auch abgegradet. Alles klar. Bei uns das war bekommt er okay. sie dann in unseren Farben. Genau, ja, bei uns bekommt er sie dann in unseren Farben. Genau. Da habt ihr dann einfach passend zum Color Kit alles, was wir in Farbe anbieten, geht natürlich auch mit der DFP, damit das alles schön abgestimmt sein kann und zusammenpasst. Dann haben wir für euch natürlich auch Pfeilhalter entwickelt. Wir haben Pfeilhalter für 6 entwickelt oder aber auch, wenn einer ganz krank ist, natürlich für 14 Pfeile. Da haben wir auch verschiedene, sprich wir haben hier, ich nehme jetzt mal die Alligator, falls hier unten ein bisschen zu eng ist oder man hat hier verbaut und man ist zu faul, da irgendwie was abzumontieren oder man hat noch nur ein bisschen Platz, dann haben wir einen für die untere Picatinny-Schiene, ja. Aber wir haben auch einen, wie auch die Runde für die seitlichen Picatinnys. Die könnt ihr auch hinmachen, links, rechts, unten, oben, das ist scheißegal. Wir haben hier dafür, für die Standardbolzen ist die Größe, also die Größe ist sehr flexibel. Wir haben hier billige Bolzen und da hält das alles, also da passiert nichts, da kann man rutschen, wackeln, alles gar kein Stress. Dann haben wir aber auch noch, da ja die neue PD5 rauskommt und manche auch noch eine Ader haben, haben wir auch für die Ader haben wir natürlich auch den Halter angepasst. Wie gesagt, im Shop, das ist alles markiert, da muss man sich nur den richtigen auswählen. Und ja, das sind so die Pfeilhalter, also ist eine Menge Stück. Und Ja, da haben wir große Auswahl. ich würde sagen, genau, jetzt, das war so das Normale und jetzt haben wir echt noch wirklich richtig geile Specials. Das ist auch wirklich unser Stolz bisschen. Da haben wir sehr lange zusammen getüftelt und da zeigt euch der Jan mal was sehr Geiles. So, dann kommen wir jetzt nämlich zu dem, was der Daniel jetzt gesagt hat. Wir haben uns gedacht, die Stinger ist eine modulare Plattform und eine modulare Plattform braucht modulare Anbauteile. Und gerade für die M10 haben wir uns jetzt was einfallen lassen, eine schöne Front. Die ist schön flach gehalten, das heißt, ihr habt eine super geile Visierlinie, wenn ihr dann eure Red Dots drauf montiert. Die haben wir, da kann ich euch jetzt auch mal die 4 oder 5 Farben zeigen. Wir haben einmal Tarn, Sand, Tarn. Wir haben Schwarz, ganz normal, Standard. Wir haben Dunkelblau, Königsblau, was Schönes.
Oliv und was richtig knalliges Rot. Also das sticht echt krass raus. Ja, Die Jan, Fronten- meinst du, sorry, meinst du kannst die mal so in die Kamera halten, dass man die Oberfläche richtig, weil das kommt richtig geil, also das kommt Das richtig dürfte man geil, schon gesehen haben. wenn man es erkennt, also wenn nicht, dann wie gesagt, dann müsst ihr da im Shop gucken, da sind schöne Bilder drin, da sieht man es. Aber das ist schon geil. Das, Also die Dinger, die sind richtig geil geworden. Hast du da auch gerade noch was du zeigen magst, oder soll ich weitermachen? von der Front zeige ich jetzt von dir, Ja, weil Ne, dann ma- zeige ich ma- gerade noch eine. ja, zeig du ruhig, das ist gar kein Ding. Okay. Wir haben verschiedene Sachen, die an die Front ran können. Hier haben wir jetzt einfach mal einen schwarz-blauen Aufbau mit Picatinis. Wir haben seitliche Picatinis. Wir haben eine Top-Picatini für oben drauf. So sieht das ganze Ding dann im Prinzip komplett verbaut aus. Die wird eigentlich relativ selbsterklärend montiert. Die äußeren Teile, ihr bekommt alle Schrauben, alle Muttern, alles was ihr braucht für die Montage bekommt ihr mitgeliefert. Zum Teil vormontiert schon, ja. Genau, zum Teil vormontiert. Die Picatinis außen oder die Anbauteile außen, da kommen wir gleich noch dazu, da darf Daniel dann noch ein bisschen was sagen, werden einfach angeschraubt. Die Front wird aufgeschoben und zusammen mit der oberen Picatini einfach in den Upper eingeschraubt. Und dann hält das Ding bombenfest. Ihr könnt hier eure Red Dots drauf montieren. Ihr könnt hier verschiedene Halterungen, die Daniel jetzt gerade vorgestellt hat, drauf montieren. Aber da haben wir noch einen schönen Zusatz statt den Picatinis für die Fronten. Da darf Daniel euch auch gerne noch was dazu sagen und dann kann Genau, ich meine anderen Modelle zeigen. Achso, deswegen, zeigst du deine M10, weil die Front ist ja tiefer für Red Dots. Das. Ah ja, genau, ich habe hier nur die Picatinis drauf. Aber Genau. die ist jetzt halb montiert, halb demontiert, der Bogen fehlt. Schauen wir mal drüber weg. Hier sieht man die Höhe von der Front. Die ist relativ niedrig. Also wenn man das Red Dot drauf macht, man hat eine sehr schöne Visierlinie. Und hier haben wir jetzt noch den Aufbau mit Tarn und Schwarz. Ihr könnt da basteln, zusammenstecken in den Farbvarianten, wie ihr wollt. Das ist absolut geil, modulare Front. Natürlich hier noch die alte DFP drin. In unserer Farbe natürlich auch Santan. Neue Deckel. Wir haben neue Magazindeckel für jeden, der die Magazine schon mal aufgemacht hat oder da auch nochmal einen kleinen Farbakzent setzen möchte. Haben wir die natürlich auch in verschiedenen Farben. Macht schon was her. Macht schon was her, ja. Das sieht richtig geil aus. Ach, Definitiv. hier haben wir noch, habe ich fast vergessen zu zeigen, natürlich auch die Trigger, die Speed Trigger, natürlich auch alle in unserer Farben, passend zum Farbkit. Hier in Sand oder Tarn. Genau. Und was bei den Fronten ist, dadurch, dass man dann vorne höchstwahrscheinlich eine Red Dot oder irgendwas montiert, dann kann sein, dass hinten das Iron Sight eventuell stört, und dazu haben wir ein spezielles Iron Sight, wo wir mitliefern werden, wo dann nicht in die Quere vom Red Dot kommt. Genau, dann kommen wir zum nächsten Highlight. Das war's. Nee, Quatsch. Das nächste Highlight ist, wir waren noch dran, so einen Block zu entwickeln. Dieser Block ist ähnlich aufgebaut wie diese Fronten. Und zwar haben wir da verschiedene Anbauteile. Wir haben hier verschiedene Anbauteile. Wie gesagt, die kann man überall hin machen. Die kann man an eine untere Picatini dran machen. Die kann man seitlich hin machen, oben drauf, also wie man lustig ist.
Wenn irgendwo gar kein Platz ist, dann haben wir auch hier noch ein zweigeteiltes, das kann man einfach zwischen rein machen und dann sitzt es. Bei hier zum Beispiel Alligator, da passt es ganz gut rein. Ich glaube bei der ersten Stinger war es, oder? Ich weiß es gar nicht mehr, welche das ist. Da ist vorne die Nase ziemlich eng dran und da passt es eventuell nicht rein. Dann kann man auch den zweigeteilt nehmen. Oder wenn man auch so lustig ist, Genau. kann man es auch machen. Zu den Anbauteilen ist Picatinis kann man auch hier dran machen. Ich habe hier mal einen zusammengebaut, auch in, wie gesagt, unsere 5 oder 6 Farben, was wir haben. Einmal in Schwarz und einmal in Grün, in verschiedene Farben eben. Ich habe hier mal so eine kleine Palette, da fehlen allerdings noch das Sand und das Rot. Das fehlt dann noch. Und genau, im Prinzip haben wir da dieselben Anbauteile, sprich die Standard-Anbauteile wie Picatinny, Wachscontainer, Halterung oder auch Laserhalterung. Genau, der Jan zeigt es gerade. Genau. Also man kann es in verschiedenen Kombinationen machen und das ist halt, das finde ich halt richtig geil. Jeder wie er lustig ist, jeder wie er Bock drauf hat. So, und wie gesagt, alle Dinger haben wir hier auch der Pfeilhalter. Man kann es anbauen, wie man will. Hier, man kann es andersrum. Also wie man will, kann man es dran bauen. Jetzt allerdings kommen wir dann nochmal zu einem geilen Feature, was wir uns dabei ausgedacht haben. Also all diese Anbauteile, die auf dieses System passen, passen auch hier bei uns auf die Deckel drauf für die M10. Also alles, was auf diesen Block drauf geht, alle diese Halterungen und Systeme passen alle auf den Deckel der M10 drauf. Somit seid ihr, ich glaube, flexibler geht's doch nicht, oder? Also ich weiß es nicht. Flexibler geht's nicht. Ja. Das, wie gesagt, ja. Also Man muss dazu sagen, alles außer die Picatinis für den Block. Weil durch die Form vom Block haben die Picatinis natürlich auch eine extra Form, das ist logisch. Aber ansonsten, ihr könnt alle Pfeilhalter hier an dem Block machen, ihr könnt den hier an die Front machen, ihr könnt die Lampenlaser und Containerhalter an die Front machen, an den Block machen. Ihr könnt da rumwursteln, wie ihr wollt. Das passt alles. ja, und das ist unser Basic, mit dem wir starten in unserem neuen Shop. Natürlich sind wir eigentlich so gut wie global aufgestellt, sprich wir sind europaweit aufgestellt in dem Fall und in komplette USA. Und in der USA haben wir ja auch schon ein paar Abnehmer für ein paar Sachen, also ein bisschen bekannt sind wir da auch schon in verschiedenen Bundesstaaten. Und dann darf ich euch auch noch mal was vorstellen, was wir uns haben einfallen lassen. Ich habe ja am Anfang auch die Revo genannt. Und für die Revo haben wir auch noch ein paar Sachen. Wir haben einmal hier unten was Kleines, aber trotzdem gutes Feature. Der Griff von der Revo ist hohl, wie wahrscheinlich jeder Revo-Besitzer weiß. Und wir haben uns einen Deckel überlegt. Den könnt ihr hier einfach ranmachen. Dann könnt ihr hier Sachen drin verstauen. Dann ist nicht mehr das Decocking-Tool drin, was Platz wegnimmt, sondern ihr könnt da Sehnen, Wachs, ihr könnt da reinmachen, was ihr wollt. Wir haben natürlich auch für die Revo Lampen-Laser-Containerhalter. Da guckt ihr dann auch einfach im Shop. Haben wir auch alles mit dabei. Natürlich auch mit den passenden Reduzierringen. Und wir haben uns was überlegt, denn der größte Kritikpunkt der Revo war nach der Form des Griffs, dass das Reinfummeln vom Magazin immer ein bisschen genervt hat. Wir haben jetzt für die Seite der Revo eine komplett durchgezogene Picatinny. Die hängt hier stabil, da kann man Sachen drauf montieren, aber in erster Linie ist die dazu da, dass man hier einfach schnelle Magazinwechsel machen kann. Ich zeige das einmal im Stehen. Ihr könnt das Magazin einfach reinflippen lassen. Es kann nicht mehr drüber rausrutschen. Ihr könnt hier nicht mehr daneben stochern oder durchstochern. Ihr könnt das wirklich, ich hoffe man sieht das richtig, hier am dieser Picatinny runterfahren
und das Magazin reinflippen lassen. Geht super. Vereinfacht einfach dieses ganze Nachladen. Absolut geil. Ein Riesengewinn für die Revo, wie ich finde. Ja, kommt auch in den Shop. Könnt ihr da auch finden. Und ich denke mal, damit werdet ihr auch viel Spaß haben. Na, definitiv. Also vieles Neue. Und neuen Job in Deutschland und USA jetzt. Das ist Genau. mega geil. Mega geil. Und jo, was soll man dazu sagen? Das ist unser Tausender. Allerdings, was man dazu noch sagen muss, wir haben jetzt den Tausender erreicht. Wir haben den Shop aufgestellt. Er ist auch online. Allerdings haben wir noch uns überlegt, damit wir reinfinden, wie stark der Andrang ist oder ja, der Rest auch, dass wir da 2 Wochen brauchen. Also ihr könnt gerne vorbestellen die Sachen, aber Jan kann euch das genauer erklären und Genau. ja. Altbekanntes Prinzip, wer zuerst kommt, malt zuerst, wer zuerst bestellt, wird zuerst beliefert. Wie Daniel jetzt schon gesagt hat, einfach damit wir den Andrang und alles ein bisschen abschätzen können. Der Shop ist online, sobald das Video hier online ist. Ihr könnt durchstöbern, ihr könnt bestellen. Die ersten Bestellungen gehen dann nach 14 Tagen raus. Genau, Maximal. so machen wir das. Genau, maximal. Eventuell starten wir auch schon deutlich früher. Da gucken wir einfach, wie der Andrang ist, wie es alles Richtig. abläuft. Und dann hoffen wir, ihr habt viel Spaß und Vergnügen mit den neuen Sachen. Ihr habt die Möglichkeit, da durcheinander zu fummeln. Ihr könnt euch zusammenstellen, wie ihr wollt. Und ich glaube, das ist einfach das Geile daran. Ihr könnt das immer wieder austauschen. Es geht relativ schnell. Alles, was ihr braucht, ist ein Imbus. Und den Rest bekommt ihr von uns geliefert. Ja, so sind auch die Fronten zum Beispiel, die sind als Set aufgebaut, aber ihr könnt trotzdem noch entscheiden, wie die Picatinnies, wie Farben einzeln das sein sollen oder. Oder ihr könnt es ja auch ganz einfach einzeln kaufen. Das ist alles da. Also da haben wir alles am Start und ja, Genau. in dem Fall hat es War's uns das eigentlich gefreut. schon wieder mit unserem Ja, Tausender-Special, ja? Es war schon, aber es ist trotzdem lang geworden. Ich weiß jetzt gar nicht, ich sehe es gar nicht, aber 25. ja, das geht. Alles gut. Ja, in dem Fall, wie gesagt, freut uns, dass ihr uns weiterhin unterstützt und zieht gern neue Leute an Land und segelt mit uns mit sozusagen. Und dann werden wir eine starke Community. Okay, geil. Dann Dann sehen wir uns im nächsten Video. sehen wir uns im nächsten Video.